Ich rede heute über das Thema Redeangst. Und viele Leute berichten ja, dass sie praktisch panische Angst davor haben, eine Rede halten zu müssen. Und wenn wir von Angst reden, dann wissen wir ja, das ist eine überlebensnotwendige Emotion. Denn Angst zeigt uns, dass Gefahr im Verzug ist und sie hilft uns, richtig zu reagieren. Also überlebenswichtig. Redeangst hingegen ist nicht überlebenswichtig. Die Rede an sich ist ja nichts, was jetzt wirklich gefährdet, sondern es ist eine Angst, die wir gelernt haben. Und häufig ist es ja so, um beruflich weiterzukommen, muss man mal präsentieren und da steht uns diese Angst im Weg. Ich möchte euch heute ein Modell vorstellen. Ich bin angehender Psychologe und erkläre euch einmal heute ein Modell, wie Angst gelernt wird, am Beispiel von Redeangst. Und ich möchte, dass ihr dieses Modell so tief es geht versteht. Das heißt, ich werde es anschreiben und ich werde euch ein paar Begriffe erläutern und es wird interaktiv sein. Das heißt, ihr werdet mit mir sprechen, ich werde das von euch einfordern, aber am Ende habt ihr dieses Modell. Ihr wisst, wie Angst entsteht, ihr wisst, wie man Angst lösen kann in der Theorie und ihr wisst ganz genau, und ich werde euch erklären, wie das hier bei den Toastmasters angewandt wird. Ich möchte einmal euch alle einladen, euch diese Situation vorzustellen. Ihr müsst jetzt eure erste Rede halten. Ihr habt noch nie eine Rede gehalten, vielleicht war das bei euch in der Schule oder im Verein und ihr musstet einen Vortrag halten. Und dieser Vortrag geht nicht besonders gut. Folgendes passiert zuerst. Also, beschreiben wir das mal alles. Hier, das sind wir. Wir müssen jetzt eine Rede halten. Ja? Das an sich ist eine neutrale Situation, ein sogenannter neutraler Stimulus. Alle einmal? Neutraler Stimulus. Was ist ein Stimulus? Ein Stimulus ist ein Reiz, also etwas, das wir wahrnehmen können. Neutral heißt er, weil er keine spezifische Reaktion hervorruft. Es ist einfach da. Wir freuen uns nicht, das jetzt zu sehen, aber wir sind auch nicht traurig deswegen. Jetzt halten wir diese Rede und jetzt passiert ja etwas Schlechtes. Vielleicht sitzt da jemand, der lacht uns aus. Vielleicht findet der Lehrer unseren Vortrag nicht gut und gibt uns eine schlechte Note. Vielleicht sind wir von diesen Stressemotionen oder diesen Stressempfindungen übermannt und wir kommen damit nicht wirklich zurecht. Es können so viele Dinge passieren, während wir diese Rede halten. Das hier, was passieren kann, nennen wir einen unkonditionierten Stimulus. Einmal. Unkonditionierter Stimulus. Ganz genau. Stimulus ist wieder der Reiz, etwas, das wir wahrnehmen können. Und unkonditioniert heißt, dass der immer zu einer spezifischen Reaktion führt. Ich würde sagen jetzt nicht, dass jeder gleich reagiert, darauf ausgelacht zu werden, aber in der Regel ist das etwas, das wir nicht mögen und das uns wahrscheinlich in gewisser Art und Weise verletzt und was wir vermeiden möchten. Ich hatte ja schon gesagt, es führt zu einer Reaktion und zwar eine Vermeidungsreaktion. Wir möchten diese Situation praktisch nicht, wir möchten nicht ausgelacht werden. Das heißt, hier kann Angst entstehen und die wollen wir vermeiden. Das heißt, hier folgt eine unkonditionierte Reaktion. Unkonditionierte Reaktion. Ganz genau. Auf den unkonditionierten Stimulus folgt immer die unkonditionierte Reaktion. Jetzt passiert in unserem Gehirn ziemlich viel, während das abgeht. Darauf werde ich jetzt nicht eingehen, aber wenn das hier häufiger passiert, wenn sich das wiederholt, und so ist das ja in der Schule, wir müssen öfter Vorträge halten, wir haben vielleicht schon diese schlechte Erfahrung gemacht, dann vollzieht sich eine sogenannte Konditionierung. Konditionierung? Konditionierung. Und das habt ihr sicherlich auch in der Schule schon mal gehört. Das heißt, wenn diese Paarung zwischen dem neutralen Stimulus, also etwas, das keine Reaktion hervorruft, mit dem unkonditionierten Stimulus zusammenkommt, führt es dazu, dass wir irgendwann wieder konfrontiert sind, sagen wir mal zum Beispiel in der Arbeit. Der Chef kommt und sagt, du sollst jetzt einen Vortrag halten vor 50 Leuten. Wir haben schon die ganzen schlechten Erfahrungen gemacht und was jetzt praktisch passiert ist, wir kriegen automatisch schon Angst, ohne dass irgendwas passiert sein muss. Denn durch die Konditionierung
wird aus dem neutralen Stimulus ein sogenannter konditionierter Stimulus. Und wenn auf einen unkonditionierten Stimulus eine unkonditionierte Reaktion folgt, folgt auf einen konditionierten Stimulus was für eine Reaktion? Eine konditionierte Reaktion, ganz genau. Das heißt, das hier muss gar nicht mehr eintreffen. Unser Gehirn hat gelernt, dass durch die Wiederholung von Redehalten und ausgedacht werden, schlecht beurteilt werden, wir davor Angst haben müssen. Folgt also automatisch. So. Soweit so gut, soweit so pessimistisch. Aber, was ich ja gesagt habe, ist, wir können Angst auch wieder verlernen. Und dazu gibt es wiederum etwas, das nennt sich Extinktion in der Psychologie. Extinktion bedeutet, dass man sich dem jetzt konditionierten Stimulus stellt, also dem, was jetzt Angst auslöst, aber dass sichergestellt ist, dass wir nicht ausgelacht werden, nicht schlecht bewertet werden und mit dem Stressor besser klarkommen. Mit anderen Worten, dass der unkonditionierte Stimulus ausgeschaltet wird. Und wenn wir das jetzt mal übertragen auf die Toastmasters, dann sehen wir ganz genau, warum Toastmasters so ein brillantes Konzept ist. Denn wir fliehen nicht vor dem, was uns vielleicht Angst macht. Wir stellen uns dem konditionierten Stimulus unserer Angst. Gleichzeitig ist uns klar, hier wird niemand ausgelacht, was vielleicht in der Schule der Fall gewesen sein kann. Hier werden Leute respektiert, wenn sie sich ihrer Angst stellen und sich verbessern wollen. Hier wird niemand schlecht verurteilt. Hier werden Leute fair beurteilt. Mit Wertschätzung und so, dass sie sich verbessern können. Und auch der Stress lässt mit der Zeit nach und man lernt ihn zu handeln. Ich hoffe, ich konnte euch zeigen, dass, wenn ihr Redeangst haben solltet, nutzt die Toastmasters als Plattform und wenn euch irgendwas anderes plagt, hoffe ich, hilft euch dieses Modell weiter. Vielen Dank.